danken wir unseren wirklichen großen Gastgeber, danken wir Gott selbst, nicht mit Worten, sondern gehen wir zur Tat über. Tun Sie das, was Sie sich selbst, das heißt, was Sie Gott schuldig sind. Sie haben die Verbindung wirklich zu Gott, glauben Sie nur. Oder soll ich Ihnen vieles sagen, was andere Menschen auch schon vorsagen? Soll ich denen das alles nachmachen? Das kommt mir so komisch vor. Ich möchte nicht in einer Zeremonie verfallen. Hier, liebe Freunde, genügt, wie wenn Sie einen stillen Ort danach aufsuchen, ein kleines, einfaches, bescheidenes Zimmer, brauchen keine Möbel drin sein, vielleicht eine Sitzgelegenheit, dass Sie da Ruhe finden, die Ruhe aufnehmen, so Sie sie bejahen, nehmen Sie sie auf, und dass Sie wirklich das dann da Ihren Körper zukommen lassen können, was zu ihm gehört. Schenken Sie Ihren Körper mehr Beachtung, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Und sagen Sie jetzt nicht, Sie haben keine Zeit. Das ist die Zeit, die Gott für uns, für jedem Lebewesen bestimmt hat. Wir haben sie nur zu nutzen. Wenn Sie sie aber anderweitig für notwendig halten, dass Sie sie dorthin geben, bleibt für Sie ja nichts übrig. Dann muss es zu diesem Fiasko kommen, dann kommt es zu dem Abbau. Niemals aber zu einem Aufbau. Ich habe dieses so oft heute hier wiederholt. Deshalb, liebe Freunde, damit Sie es zu beherzigen wissen. Und es wiederholt sich ja auch im Leben sowieso, dass Sie immer Ihres Körpers bedacht sind und dass Sie immer dafür sorgen und dass Sie auch heute wissen, dass der Körper nicht nur von Essen und Trinken besteht, sondern er braucht auch die geistige, die göttliche Kraft, er braucht Energien, die Gott für Sie, für Ihren Körper bestimmt hat. Ich glaube, Ihnen jetzt so viel mit auf Ihren Lebensweg gegeben zu haben und ich wünsche Ihnen allen ein gesundes Wiedersehen, viel Glück und Gottes reichen Segen. Jetzt sind Sie die Zeit bis zu unserem Wiedersehen. Und ich glaube, so Sie die Zeit zu nützen wissen, wie sie auch genützt werden will, werden Sie dafür einen wirklich wahren Lohn Gottes empfangen. Gott gibt Ihnen einen, seinen Segen. Darum werde ich bitten und dafür werde ich beten. Dafür werde ich das tun, was hier nicht meine Pflicht und Schuldigkeit ist, sondern was hier mein Erdenleben, mein Hiersein bedeutet. Denn ich bin mir meines Hierseins, meines Erdenlebens bewusst. Wie viele, die meisten Menschen nichts von dem wissen. Und wenn sich jeder jetzt seines Hierseins, seines Erdenlebens auch bewusst ist, dann wird er wissen, dass er für seinen Körper zu sorgen hat. Genau wie das Kleinstkind, das neugeborene Kind weiß, dass es seinem Körper Nahrung zu geben hat. Gott hat diese Bestimmung schon mit den Menschen eingegeben, ohne dass er von Menschen belehrt wird. Das Göttliche steckt in ihm. Der Mensch ist und bleibt göttlich. Niemals ist er teuflisch, niemals ist er satanisch, niemals ist der Mensch böse, sondern er kann nur, wie wenn er Gott verlässt, wenn er sich selbst vernachlässigt, kann er nur, das heißt von dem Bösen behaftet werden, das Böse erfasst ihn und er muss dann dem Bösen dienen. Nicht der Mensch ist es, der Böses tut, sondern das Böse. Vom Bösen haben wir nichts Gutes zu erwarten, aber auch ebenso von Gott nichts Böses. Hier liegt es an dem Menschen selbst, wie er für sich selbst, für seinen Körper sorgt. Nimmt er die Kraft Gottes in sich auf, bleibt er in der göttlichen Führung, dann hat er den Schutz. Kommt aber aus dieser Führung heraus, dann hat er ihn nicht, dann ist er ohne Führung. Zum Schluss will ich Ihnen noch einen kleinen irdischen Vergleich geben. Wenn die Straßenbahn nicht in den Schienen verbleibt, ist sie ohne Führung, ohne irdische Führung. Wenn der Bus
der drahtgebunden ist, von dieser Leitung abkommt, wo er die Kraft, die Energien erhält und dass er weiter vorwärts geführt wird. Wenn er eine andere Straße fährt, wo er die Leitung, die oberste Leitung nicht hat, dann ist er ohne Kraft, ohne Energie. Bergauf kann er ohne Kraft nicht fahren. Wie jedes andere Fahrgestell auch nicht. Bergab immer. Aber wenn dieser Bus jetzt eine andere Straße einschlägt, wo dieser Kraftstrom, diese Energie nicht vorhanden sind und die Straße gerade bergab führt, wird der Wagen noch viel schneller rollen als da, wo dieser Strom ist. Denn da kann er ihn bremsen, da kann er ihn steuern, mehr oder weniger geben, gerade wie er braucht. Hier nicht. Da fährt er in den Abgrund und da selbst wird er zerschellen. Ohne diese Kraft kommt er diesen Berg nicht auf, da braucht er Hilfe. Und so ist es auch mit dem Menschen. Wenn der Mensch nicht da bleibt, wo er die Führung hat, wo er die Kraft empfängt, dann wird er kraftlos sein, dann wird er in die Tiefe abrutschen. Und dann muss er wieder dahin geführt werden, wo die Verbindung ist, wo er die Energien wieder in sich aufnehmen kann.